So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wieder mal mit dem Handy gefilmt. Ich habe kein Vlogging-Zeug mit, aber ich will euch unbedingt dran teilhaben lassen an diesem Weizen. Und zwar, das ist Weizen nach Erbsen, ja, in Direktsaat. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Wir bringen jetzt hier die zweite Gabe aus. Ich fahre hier konstant 150 Liter auf dem Hektar. Warum konstant? Weil die Fläche relativ konstant hier ist. Und die Umverteilung mache ich dann in der dritten und vierten Gabe mit dem Sensor. Habe jetzt ein Update gekriegt auf dem System. Das heißt, ich kann jetzt hier rüber das System aktivieren und deaktivieren. Ja? Das heißt auch Section Control. Also Section Control schaltet er jetzt von ganz automatisch. Wie man das jetzt auch da gleich sehen wird. So, da schaltet er die ganzen einzelnen Düsen. Und ich könnte jetzt zusätzlich da ausmachen. Ja, und dadurch geht die Gestängeführung dann wieder hoch in den Vorgewendemodus. Muss ich nicht, aber kann ich und macht es natürlich am Vorgewende auch um vieles einfacher. Dann fahren wir jetzt hier in den neuen Bestand rein. So, und wenn wir jetzt hier unsere 2 Bar Druck eingestellt haben, dann fährt er auch die ganze Zeit mit 2 Bar Druck, 150 Liter. Ja, hier unten ist nochmal 149 Liter steht da. Und die nächsten Flächen fahren wir nachher mit Applikationskarte, jetzt zeige ich euch das nochmal. Aber nichtsdestotrotz, so lange können wir jetzt hier fahren die ganze Zeit und die Fläche abarbeiten. Und dann kriegen wir den hoffentlich noch schön homogen hin. Ja, wir haben hier Geraste gefahren, wir haben hier eine erste Gabe gefahren und jetzt mit der zweiten Gabe sind wir relativ spät. Ja, einfach weil ich das zeitlich nicht schneller geschafft habe, aber wir sind nicht zu spät. Wir sind später, aber wir sind nicht zu spät. Der Bestand ist noch gut versorgt, wie ihr das seht. Der ist noch gut dunkel gefärbt. Viele werden auch einfach fragen, warum haben wir denn eigentlich immer keine Fahrgassen? Nun ja, wir hatten ja eine 4 Meter Tiger Drill, die konnte 27 Meter nicht. Oder hätte doch, aber hätten wir mitkaufen können. Dann mit der Tiger Drill ist man immer schräg gefahren, um das Ganze einzuebnen. Damit hat das nicht mehr zu den Fahrgassen gepasst. Und jetzt inzwischen habe ich einfach so viele verschiedene Drillmaschinen da, die keiner könnte da so richtig 27 Meter, sondern eher immer nur 30, 36. Und klar, wenn man es bestellen würde, könnten die alle 27 Meter. Aber in erster Linie ja, haben wir dadurch keine Fahrgassenfehler. Ich kann verschiedene Systeme ausprobieren. Und ja, Zwiewuchs hat man im Prinzip gar nicht wirklich. Denn wir fahren hier mehrmals rüber und gerade nachher die Ährenbehandlung ist wie so ein Crimpen. Das heißt, die Ähren da unten, die stehen dann auch nicht mehr auf eigentlich. Und über die letzten Jahre war das eigentlich ein solides System. Dann kommt die Argumentation, ja, aber Hannes, das kostet doch Saatgut. Das kostet ungefähr 3 Euro auf dem Hektar Saatgut. Ja, das ist schon so. Dafür haben wir aber eine bewachsene Fahrgasse, die vor Erosion schützt. Die spült nicht weg im Winter und gar nichts. Und dadurch haben wir aber auch keine Fahrgassenfehler. Also was kostet letztendlich auch Fahrgassenfehler? Die kosten ja auch Ertrag. Und die hat man hin und wieder mal. Die kann man ja nie ganz ausschließen. Und von daher können wir sagen, okay, wir haben keine Fahrgassenfehler. Nie und nimmer. Weil wir immer mit dem RTK-System darauf fahren. Und von daher passt es ja einfach immer. Ja. Und demzufolge haben wir da wieder mehr Ertrag, weil wir nicht fehleranfällig sind. Wir haben einfach keine Fehler mehr. Und ich fahre jetzt in dem System 5, 6 Jahre, finde das eigentlich ziemlich gut. Einige Nachbarbetriebe haben es auch, also auch aus dem Rübenanbau auch übernommen. Das heißt schräg drillen, gerade Fahrgassen fahren und auch da wird die Fahrgasse im Prinzip reingefahren. So, ich bin jetzt hier auf dem nächsten Stück, 56 Hektar. Hier ist der Weizen und wollte ich euch jetzt zeigen, ach schade, jetzt klappt es nicht mehr ganz. Ich war eben tatsächlich über 3 Ertragszonen gefahren. Sodass er unterschiedliche Mengen gerade ausgebracht hat. Ja, hier sind sehr wenig, 45 Liter auf dem Hektar, das ist ja nicht wirklich viel. Aber alles in allem muss man sagen, ja gut, Scheibe ist dreckig, aber alles in allem muss man sagen, der steht sau gut. Also wirklich hervorragend, wie der sich entwickelt hat. Das ist hier LG Accent und das ist ja immer mehr jetzt mein Lieblingsweizen, um ehrlich zu sein. Ich mag den so gerne, der ist frohwüchsig, der scheint. Der war letztes Jahr schon mein ertragsstärkster, der scheint einfach, glaube ich, auf Direktsaat wie Arsch auf Eimer zu passen. Schade, dass man das immer nicht alles so gut erkennt in der Kamera. Aber den wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Ja, jetzt
Seht ihr das? Wir haben jetzt 3 verschiedene Ertragszonen gehabt und wir haben die alle 3 verschieden ausgedünnt. Faszinierend. So Leute, Blütenbehandlung. Raps. Hier ist der Direktsaat-Raps. Und ja, wir haben heute mal ausnahmsweise auch mal ein bisschen windstill am Tag. Kann man mal am Tage fahren. Und hier ist der gar nicht so gut aussah. Aber was verrückt ist, wie ihr seht, da ist die Vorgewendekante. 4-mal Vorgewende, die ist die Drillmaschine gefahren. Da steht der Raps wirklich, wirklich gut. Und ab da ist er dann dünner. Aber auch nur so, ja, ich weiß nicht, 50, 60 Meter und dann wird er besser. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es die Sorte war. Ich habe eine Vermutung, und zwar hat das Schwefelsaure nicht bis zum Ende gereicht. Und da hat mir Harnstoff gemacht. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt eine Auswirkung auf die Pflanze hatte, sondern ich glaube, oder ich vermute, Schwefelsäure hat eine Vergrämungswirkung eventuell bei Schnecken. Ja? Weil ich glaube, dass hier so wenig Pflanzen stehen, ich glaube, daran waren Schnecken schuld. Obwohl ich Schneckenkorn hatte und mit Schneckenkorn gearbeitet habe, wird das wahrscheinlich zu wenig gewesen sein, einmal nur. Und so wie ich mir das zusammenreime, weil rundherum ist der Bestand gut und dann ungefähr, ich sag mal die letzten 10 Hektar ungefähr. Das würde auch mit dem übereinstimmen, was wir noch an Harnstoff nachgegeben haben, beziehungsweise an Harnstoff dann gegeben haben. Ab dann ist der Bestand deutlich lückiger und wie ausgefressen. Und also es wird alles gleich gemacht auf dieser Fläche. Ja, also es passt auch nicht zusammen mit wo Udril war, wo war Avatar in der Zwischenfrucht. Die Zwischenfrucht war auch gleich. Das passt einfach alles nicht zusammen. Und ich grübel, seitdem ich hier bin, auf dieser Fläche, woran das liegt. Ich bin ja nur 1-2 Mal hier dieses Jahr durchgefahren. Gut, teilweise sieht er noch ein bisschen schlechter aus. Dieser ist noch nicht aufgebrochen. Ja, dieser ist noch nicht in der Vollblüte. Eine Sorte, die andere Sorte ist aber schon in der Vollblüte. Jetzt heißt es, normalerweise soll man das in der Vollblüte machen. Ich hoffe, ich denke dran. Da gab es, ich meine, vom Thünen-Institut eine Untersuchung und die haben die unterschiedlichen Anwendungszeitpunkte geguckt für die Rapsblütenbehandlung. Und in dieser Untersuchung kam raus, dass es keinen entscheidenden Unterschied macht, ob man zum Beginn der Blüte oder zur Vollblüte die Rapsbehandlung macht. Also wir fahren ja hier ein Fungizid gegen Sklerotina. Das ist ja das Hauptproblem und dieses Jahr laut Warndiensten sind die Sklerotien zum Keimen gekommen und sind sozusagen, also es deutet alles auf eine Infektion hin. Wir haben viel Wasser, wir haben zwar jetzt Kälte, aber viel Wasser die ganzen Tage immer und immer wieder, sodass wahrscheinlich eine Infektion ist. Ja? Und jetzt fahren wir halt hier die Blütenbehandlung und ohne Insektizid. Ja? Also Insekten sehe ich jetzt hier erstmal nicht. Wir haben vor der Blüte nochmal behandelt gegen den Rapsglanzkäfer, der ist jetzt aber kein Problem mehr, weil der sich jetzt einfach für den Pollen interessiert und tatsächlich auch die Bestäubung vorantreibt. Und Kohlschotmücke, ist es jetzt relevant oder nicht? Ich würde sagen, weil kalt ist und so, würde ich jetzt in erster Linie auch darauf verzichten, auch für das Insektenleben jetzt darauf verzichten. So. Das heißt, wir behandeln jetzt gegen Sklerotina und ja, andere Pilze dann auch zwangsläufig. Ja, das ist jetzt der Grund. Und ich hoffe, wenn nicht, schreibt das bitte in die Kommentare. Ich poste euch das noch. Ich habe letztens nämlich jemand schon diesen Artikel per E-Mail geschickt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das finden werde. Ja, ansonsten ist es jetzt hier mit Pulsweitenmodulation eigentlich ganz nett, muss man ehrlicherweise sagen. Und noch ein bisschen Gestänge wieder runter machen. Der Bestand ist leider so ein bisschen lückig, beziehungsweise hat natürlich auch die Fahrgassen so da, wo wir hier die Schlaufe umgedreht haben, hat natürlich auch die Fahrgassen da, sodass dass er dann da eine Lücke erkennen würde und würde das Gestänge runter machen. Deswegen fahre ich hier auf manuell. Genau, deswegen fahre ich das jetzt und wir fangen jetzt ein bisschen später an mit Maislegen als gedacht. Ursprünglich wollten wir heute anfangen, heute ist Dienstag. Heute wollten wir anfangen. Wir haben den 23. April,
Aber jetzt haben wir ja noch Frost. Wir haben letzte Nacht Frost gehabt, heute Nacht Frost gehabt, wir haben morgen Nacht nochmal Frost und dann wird es langsam wärmer und zum Wochenende gibt es richtig Speed. Und weil ich mich dann auch nicht zerteilen kann zwischen Rapsblütenbehandlung und Maislegen und ja, Wachstumsregler muss ich ja auch noch fahren. Ja, ich weiß, viele bei euch sind schon fertig, aber hier ist es kühler, auch meine Nachbarn sind zum Teil fertig. Aber Direktsaatbestände sind verzögerter in der Entwicklung, ich würde mal sagen 4-5 Tage. Und dann kommt auch einfach dazu, jetzt haben wir Frost, jetzt kneift das Mittel und am besten Wachstumsregler ja bei warmen Temperaturen ausbringen, damit man auch keine negativen Erträge da vorgesagt, beziehungsweise Ertragsdepression vorgesagt. So. Wollen wir nicht. Ansonsten habe ich den einigermaßen noch sauber bekommen, den Bestand. Perfekt ist es nicht geworden, aber ich gehe davon aus, dass es okay ist. Ja, wir preschen ihn möglichst hoch. Da wird ab und zu noch eine Gerste durchgucken. Die habe ich nicht ganz weggekriegt. Nächstes Jahr definitiv mit Kerb hier im Winter oder im Herbst durchfahren. Also ja, da habt ihr mir geschrieben, das funktioniert gut in der Direktsaat. Das würde ich machen, damit die Bestände einfach sauber sind. Was gibt noch zu sagen? Genau, ich bin dann im Frühjahr, einzige Maßnahme gegen Breitblättrige bin ich im Frühjahr gefahren. Die hat gut gewirkt. Wir haben hier keine Kamille drin. Vogelmiere ein ganz bisschen noch. Die ist jetzt nicht weiter wild. Das Ganze ist natürlich auch versuchsweise auch für mich jetzt hier. So, hier können wir mal Kurven fahren. Ist jetzt möglich mit den neuen Pulsweitenmodulationen. Und was man hier auch vor allen Dingen sieht, da kommen ultra viele Verzweigungen jetzt noch nach. Ja, also der sieht jetzt nicht richtig krass gut aus, der Raps. Der kommen wir nachher gleich in dem anderen rein. Nach Weizen, der sieht deutlich besser aus. Ich hoffe, was ich auf jeden Fall hier sehe, die Nebentriebe kommen jetzt nach oben. Und ich hoffe, der kompensiert möglichst noch viel, da der wenigstens 3 Tonnen schafft. Also dieser Raps ist wirklich keine Meisterleistung. Zu trocken bei der Aussaat durch die Zwischenfrucht, ja. Wie gesagt, durch die ganzen Herbst- und Flecken haben wir ein bisschen geschoben. Dann hätte ich definitiv eine Gräserbehandlung noch im Herbst machen müssen. Da habe ich die Gerste deutlich unterschätzt. Das habe ich auf einem anderen Stück besser gemacht. Und ja, angedüngt habe ich ihn gut, definitiv. Also Nährstoffe fehlen ihm jetzt nicht. Aber alles in allem, wir können ja uns das gleich mal angucken, wenn wir mal einmal kurz raus sind. Aber ich sage euch, Vollblüte ist das hier bei weitem nicht. Ja? Also das ist definitiv nicht Vollblüte. Dieser Bestand sieht eher aus, als wenn der jetzt gerade erst anfängt. Sollen wir halt mal an. Ich zeige euch das mal. So, gucken wir uns das jetzt hier mal an. Ihr seht, da war gerade wieder ein Rapsglanzkäfer. Du sollst die Knospen in Ruhe lassen, aber hier seht ihr doch, die lassen nicht die Knospen in Ruhe. Ja, jetzt weil es so ein bisschen kalt ist, leider Gottes, fressen die trotzdem die Knospen, weil der Pollen, weil die Pflanzen nicht schnell genug aufbrechen. Also ihr seht, hier oben, sie sind noch zu, ja, die sind noch komplett zu. Unten wird geblüht und hier die ganzen Nebentriebe, da ist noch gar nichts aufgebrochen. Ne? Was wir jetzt hier sehen, wenn wir mal gucken, ja, wir haben hier die Gerste drinne. Ich wollte aber nicht nochmal reinfahren jetzt mit einem Gräserherbizid da, um die paar Pflanzen rauszukriegen. Das nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf. Ja, das heißt, wir haben hier schon ein paar Blüten gehabt, die haben schon geblüht. Und wie gesagt, das meiste kommt jetzt aber erst noch. Das ist das, was ihr so seht, wenn wir hier so rübergehen. Ich meine, hier ist wieder eine Stelle, hier steht der eigentlich ganz gut, ne? Ich meine, klar, könnte immer besser stehen. Hier unten drinnen seht ihr, ist eigentlich sauber. So, hier vorne, Frontgewicht habe ich abgebaut. Ich weiß, einige machen sich hier so einen Unterfahrschutz. Habe ich die letzten Jahre jetzt nicht. Ich fahre immer so 5-6 km/h, je nachdem, wenn er richtig groß ist, nur 4 km/h und schlänge mich hier so langsam durch. Ich hoffe ja auch, die sind so ein bisschen dunkel. Wir hatten bis -4 Grad und ich hoffe, das hat der Raps gut überstanden. Ich weiß auch, und ich habe auch Bilder gesehen, dass welche von euch gar keinen Raps mehr haben. Der ist unter der Schneedecke weggebrochen und zusammengebrochen. Das ist natürlich ultra traurig. Das tut natürlich in der Seele weh, weil ich sag mal, ihr wart alle und wir hatten ja den Raps jetzt kurz vor Ende. Das ist jetzt die letzte Maßnahme. Danach muss der nur noch wachsen. Und eigentlich ist das hier immer so eine schöne Sache, weil man dann denkt immer so, oh, Gott sei Dank nur noch das und wir haben es geschafft.
beim Raps, und dann hat das Geld ausgeben auch ein Ende, und gerade bei euch, ne, ihr seid mit der Blütenbehandlung durch und dann zack. So, was man hier auch sieht, hier ist so ein bisschen der untere Teil, ja, mit der Senke, bisschen besserer Boden hier eigentlich, und ab da auf einem leichteren Boden blüht er schon. Kann natürlich auch mit den Temperaturen zusammenhängen, aber die Senke hier, die performt dies Jahr gar nicht. Also wie gesagt, dieses Stück ist bekleckert sich nicht mit Ruhm. Ich meine, der steht noch nicht in den Startlöchern, beziehungsweise der blüht noch nicht richtig. Aber diese Senke hier, ja, alles kann ich mir auch dieses Jahr noch nicht so richtig erklären bei diesem Stück. Warum die Senke so schlechter performt. Ein paar Meter weiter sieht es wieder gut aus. Und da muss man sagen, ein Raps in der Vollblüte sieht halt deutlich besser aus, als wenn man sich so einen anguckt, der kurz vorm Blühen ist. Der sieht immer so ein bisschen spargelig aus, und ja, wenn wir jetzt hier wieder reinfahren, sieht er doch wieder ganz gut aus. Wie gesagt, da drüben der andere, das sehen wir uns gleich an. Das Schöne ist jetzt, durch die Pulsweitenmodulation, können wir halt so schnell fahren, wie wir möchten. Ich habe jetzt hier quasi, zeige ich das nochmal. Oh, ne? Ich habe euch das jetzt hier quasi so eingestellt, dass ich hier außenrum fahre ich jetzt 2 Bar wegen der Abdrift. Und wenn wir nachher in der Fläche sind, dann stelle ich hoch auf 5 Bar. Das kann ich euch dann gleich nochmal zeigen. Ja, und da muss man sagen, muss es ja nicht heißen, wenn man wenig Pflanzen auf Quadratmeter hat und es sieht noch ein bisschen lückig aus, dass das schlecht performt. Also wir haben schon einen ganz miserablen Raps 40 doppelt geerntet, weil Raps einfach unfassbar kompensieren kann, ja. Ob ein Rapskorn 4 Gramm 1000 Korngewicht hat oder 8 Gramm, was er auch kann, oder 9 Gramm, macht natürlich einen Wahnsinnsunterschied aus. Das heißt, die Rapskörner können ja auch theoretisch, auch wenn da weniger wachsen können ja auch einfach größer sein und schwerer sein, und dann würden sie das schon wieder wegkompensieren. Deswegen sage ich jetzt mal nicht, dass der hier irgendwie 15 oder 20 Doppel bringt und so, sondern ich gehe davon aus, der kann schon 3 Tonnen schaffen. Wenn man jetzt das hier wieder alles ansieht, das sieht natürlich deutlich besser aus. Klar haben wir hier schlechte Lücken und schlechte Zonen, aber unterm Strich hat man die immer mal, und dann sieht er trotzdem gut aus. Und dieses Jahr haben wir ja nun eigentlich auch viel Wasser. Wir haben schon so lange nicht mehr so viel Wasser zur Rapsblüte gehabt. Ja, der zehrt jetzt wirklich aus den Vollen. Wir haben in den letzten Wochen ungefähr 40 mm gehabt, und dann eigentlich auch schon bei einem gut versorgten Wasser oder Bestand mit ausreichend Wasser. Das macht Spaß, und wenn Wochenende jetzt warm wird, dann geht der auch nochmal richtig ab, und dann geht das richtig los. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass der auch was dass der was wird, Leute. So, also wir sind jetzt hier im vorderen Teil, und wie gesagt, da springt glaube ich ein Bock durch, ob das zu sehen. Auf dieser Seite Schwefelsäure behandelt, und ab da vorne ungefähr wird es weniger. Und ich kann es mir einfach nicht anders erklären. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee. Ja, da sind auch 2 verschiedene Sorten drin. Theoretisch kann es auch daran liegen. Die eine Sorte blüht nämlich später, die ist ein bisschen lückenhafter, aber dann muss das Saatgut, sag ich mal, schlechteren Feldaufgang gehabt haben, warum der Bestand da lückiger ist. Und dann ist er so fleckenweise lückiger. Das passt dann auch wieder nicht zusammen. Also von daher sage ich, das ist Schnecke, Taube, irgendwas in der Richtung. Ja, also würde ich schon fast sagen. Aber ansonsten dieser Teil sieht ja soweit gut aus. Ja, also da können wir ja fast gar nicht meckern hier. So, jetzt sind wir im Raps nach Weizen, und mit der Begleitkultur wurde der hier gesät, und im Ganzen würde ich sagen, sieht er doch deutlich besser aus. Klar, der ist ein bisschen früher, der ist schon weiter aufgebrochen, wenn man jetzt so reinguckt, aber der ist natürlich auch irgendwie deutlich homogener, ne? Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also hier ist der nach Weizen, und dahinter das Gelbe, was ihr da seht, ist der ja nach der Zwischenfrucht und so. Der
Ja, der hatte klar deutlich schlechteren Start und schlechteren Feldaufgang, aber hier nach Weizen, der sieht auch echt gut aus. Also mich reizt das trotzdem so ein bisschen. Irgendwie ein paar Hektar Raps in Direktzeit würde ich dies Jahr trotzdem noch machen. Wahrscheinlich auch wieder in Begleitkultur, weil ich einfach sehen will, ob das funktioniert. Wie gesagt, das reizt mich schon ein bisschen. Gestänge mal ein bisschen tiefer machen, obwohl wir jetzt hier auch in Automatik fahren könnten, theoretisch. Nee, können wir nicht. Da ist genau die Fahrgasse. Da, wo der Sensor reinguckt. So. Ist natürlich, wenn man selber hier immer alles austarieren muss mit dem Gestänge. So, aber jetzt geht's eigentlich. Muss mal Scheiben putzen. Wir sind letztens für eine Biogas gefahren. Die haben ausgebaggert. Und das ist bis an die Scheibe geputzt, das muss ich auch noch machen. Nicht zugekommen die letzten Tage. Aber wie gesagt, ja, der Raps steht gut. Wenn man so reinguckt, deutlich besser, deutlich gleichmäßiger, homogener. Der hier kann wirklich was werden. Ja, da drüben bin ich mir noch unsicher.